Dann noch ein fertiges Projekt und nur so ein bisschen Kleinkram. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie ja so einzelne Projekte entweder anfange oder rausgreife von denjenigen, die bei mir schon quasi liegen und dann wirklich wie besessen dran stricke. Ja, also wirklich jede freie Minute am Tag und oder jede Minute, wo ich telefoniere zum Beispiel zu Hause oder bei der Arbeit, also im Sinne, ich arbeite ja im Homeoffice und wenn ich telefonieren muss, also wenn ich lange mit einem Kunden oder einer Kundin sprechen muss, dann stricke ich irgendwas Einfaches währenddessen häufig. Es sei denn, ich muss mich konzentrieren, dann lege ich das Strickzeug weg und dann ansonsten stricke ich halt weiter. Ja, genau. Und dann stricke ich halt an diesen Projekten wie besessen tagelang durch. Entweder bis sie fertig sind oder bis ich einen signifikanten Fortschritt sehen kann. So war das beim Colding zum Beispiel. Da habe ich dann gesehen, oh okay, ich bin ja quasi ein gutes Drittel habe ich in 2, 3 Tagen geschafft. Und dann wusste ich auch, ja, wie es geht. Ich brauche die Anleitung nicht mehr erstmal, solange ich an diesem an diesem Abschnitt stricke. Also kann ich jederzeit das Ding wieder greifen und schnell stricken. Und das mache ich auch. Und dann habe ich aber was Neues angeschlagen. Und zwar, nachdem die alte Folge rausgekommen ist, habe ich was Neues angeschlagen, zweimal sogar angeschlagen, weil ich dann eine andere Größe genommen habe zwischendurch. Und jetzt ist das schon fertig. Und das ist ein Sommertop. Ich zeige ihn zuerst. Das ist dieses hier. So, das ist, muss ich nachgucken, wie das heißt. Ich habe da so schnell gestrickt, dass ich mir nicht mal merken konnte, wie es heißt, um mal ein bisschen anzugeben. Wo ist es? Da ist es. Das ist der Bracklin Crop Top oder Bracklin Crop heißt die Anleitung einfach nur. Und das ist, wie man sieht, aus 3 verschiedenen Garnen gestrickt. Das ist auch noch ein bisschen nass, deswegen wirkt das so schwer. Das ist nämlich tatsächlich auch schwer, weil das noch feucht, also nicht nass, aber so leicht feucht ist. So, ich schaue mal zuerst die Angaben zu dem Design. So, der Bracklin Crop ist eine Anleitung von Little Theorem, also kleines Theorem. Und wie heißt die Designerin? Hier steht auch lustigerweise kein Name. Ich schau mal, sie hat eine Internetseite, die gebe ich dann in der Beschreibung auch an. Sie scheint anonym bleiben zu wollen, weil auch auf ihrer Seite finde ich jetzt spontan noch keinen Namen. Ich glaube, sie möchte nicht, dass der Name bekannt ist. Chelsea? Nee, Chelsea heißt eher Hund. Sie lebt in Schottland. Sie hat algebraische Geometrie. Wie heißt das denn? Also auf jeden Fall Mathematik studiert. Und sie unterrichtet an einer Schule in Glasgow und ja, macht viel mit Mathematik. Aber offensichtlich möchte sie nicht unter ihrem echten Namen bekannt sein. Ja, Little Theorem, dann erklärt das natürlich, also ihr mathematischer Hintergrund erklärt damit natürlich auch den Namen als Designerin. Und sie hat mehrere schöne Tops, die werde ich gleich auch nochmal nennen, designt. Und ich habe halt diesen gestrickt. Ich habe ihn schon eingeblendet, glaube ich. Ich merke, ich verzettle mich gerade. So, ich habe den Top aus 3 Garnen gestrickt, sieht man ja auch. In der Anleitung sind das 5 verschiedene Garne. Ich habe halt nur 3 verwendet, weil ich keine für mich interessanten 5 hatte. So, das obere ist das hier. Ja, das sind die Reste von 100 Gramm, blieben mir noch 40 Gramm ungefähr. Und das ist von La Bien-Aimée.
Merino Single, also Merino Singles, 366 Meter auf 100 Gramm, 100% Superwash Merino und die Farbe heißt La Belle Époque. Ja, also das schöne Zeitalter oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das in der Geschichte tatsächlich so auf Deutsch heißt. Also La Belle Époque auf Französisch kennen alle. La Bien-Aimée ist ja eine französische Handfärberin, die aber recht groß ist. Also das ist ein recht großes Unternehmen. Die Wolle ist ziemlich teuer, aber wenn man sich das hier in dem Gestrick anguckt, ich finde, die ist es wert. Ja, also ich finde das richtig, richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das sehr schön. Man sieht auch, wie viele Farben da drin sind. Ja, also es ist ja wirklich unglaublich. So, die zweite Farbe und die dritte, guckt euch bitte auch die dritte an direkt. So, die zweite Farbe oder der zweite Streifen, der mittlere Streifen ist diese Farbe. Hier habe ich erstaunlicherweise viel mehr übrig. Ja, also das werden wahrscheinlich gute 50 Gramm sein. Das habe ich über Etsy von Samelin Dyeworks bestellt. Das ist ein sehr, sehr schönes Logo. Das ist, wie meine Tochter sagt, der Wollpass. Und das ist auch handgefärbt, war aber unvergleichlich günstiger als von La Bien-Aimée. Und da sind auch 366 Meter auf 100 Gramm, auch Merino Singles, also auch ein Single-Garn, 100% Superwash Merino. Ja, und die Farbe heißt Rosy. Ja, das ist das hier. Genau, das war die zweite Farbe. Und die dritte Farbe war diese hier. Die ist so, das sieht man jetzt nicht richtig, die Farbe. Also ich glaube, so vielleicht. Keine Ahnung. Nee, kann ich nicht zeigen. Also im Gestrick sieht sie halt anders. Da ist sie ja quasi konzentriert. Und im Gestrick sieht man, dass sie so, wie heißt das? Violett, Purple, Purple auf Englisch. Ja, das ist ja irgendwie so Bordeaux, Violett, Pink. Nee, Pink ist es nicht. Ja, irgendwie Bordeaux, Violett ist. Und das ist eine Farbe, ein Garn von Pearl & Knit. Pearl & Knit war eine deutsche Handfärberin, die leider, soweit ich weiß, gar nicht mehr färbt. Und ja, ihr Garn kann man von ihr zumindest gar nicht mehr kaufen. Was sehr schade ist, das war aus dem Adventskalender vor, ich glaube, 2 Jahren oder halt 1,5 Jahren. Und das Garn ist ein bisschen anders. Das ist auch ein Single-Garn, meine ich. Oder ist das ein Single? Ja, das ist auch ein Single. Ja gut, das sieht man natürlich überhaupt nicht, oder? Also auf jeden Fall ist das ein Single-Garn, so nach meinem Verständnis von Single. Und das sind 90% Merino und 10% Leinen gewesen. 180 Meter auf 50 Gramm. Ja, und das sind eigentlich volle 50 Gramm noch, die übrig sind. Ich hatte 2 kleine Stränge mit jeweils 50 Gramm. Ja, und ich habe einen verwendet und diesen nur zum Abketten noch verwendet. So, das heißt, ich könnte theoretisch einfach nochmal so einen Streifen machen daraus. Ja, also habe ich insgesamt damit ca. 150 Gramm Wolle Single Merino Single verwendet. In der Anleitung sind, ja gut, je nach Größe quasi so ungefähr 110 bis 220, 250 Gramm Fingering Garn angegeben. Ja, das kann man also gut mit 2 Strängen stricken in den meisten Größen. Oder mit einem Strang sogar, wenn man noch eine ganz kleinere Größe oder ganz kleine Größe macht, fast nur mit einem Strang. Das finde ich ganz gut. Und ich habe das wirklich in 4-5 Tagen gestrickt. Ja, das ging unglaublich schnell. Irgendwas wollte ich dazu sagen noch. Ach ja, genau. Nach der Anleitung strickt man die Bündchen. Es gibt auch ganz schmale Bündchen hier oben an den Ärmeln und unten. Das strickt man mit 3,5er Nadel, das habe ich auch so gemacht. Und den Rest des Strickstücks strickt man mit der 4er Nadel, mit 4 mm Nadel. Ich habe mit 3,75 gestrickt, weil ich habe mit der 4er angefangen. Also hier quasi die ersten 4-5 Reihen habe ich mit der 4er Nadel gestrickt. Und dann hatte ich irgendwie den Eindruck, dass mir das zu weit wird. Ja, ich habe Größe
für die 100 Zentimeter Brustumfang gestrickt. Das müsste die Größe 3 sein. Nee. Es fängt ab 70 bis 75 Zentimeter Brustumfang an und ich habe die Größe 4 gestrickt, aber ich habe abgewandelt quasi. Ich habe zuerst mit der Vierernadel angefangen und bis zu dem ersten Lace-Musterstreifen gestrickt und dann ab dem Lace-Musterstreifen, ab dem ersten bin ich auf 3,75 gegangen und ich glaube, man macht 3 Zunahmerunden, während man die Rundpasse strickt. Ich habe nur 2 Zunahmerunden gemacht und dann, genau, man macht 3 Zunahmerunden und wenn man die Ärmel von dem Körper separiert, dann macht man keine Zunahmen unter dem Arm. Ich habe das anders gemacht. Als ich die Ärmel separiert habe, habe ich unter dem Arm 3 Maschen jeweils angeschlagen. Und bei dem Ärmel mache ich es ja immer so, damit es keine Löcher gibt. Also unter dem Ärmel sieht es bei mir so aus. Ja, also es gibt keine Löcher. So, und damit es keine Löcher gibt, schlage ich nicht jeweils eine extra Masche auf beiden Seiten des Ärmels beim Anschlagen für den Ärmel, sondern 2. Ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel hier oben 60 Maschen habe, hier unten 3 am Körper noch angeschlagen, dann bekomme ich nicht 60 plus 3, also 63 Maschen beim Ärmel, sondern ich bekomme 60 plus 2 plus 3 plus 2. Also 67 Maschen. Und das habe ich halt hier auch bewusst so gemacht. Und diese zusätzlichen jeweils 2 Maschen auf beiden Seiten bei den Ärmeln kürze ich normalerweise in der ersten richtigen Runde weg. Das habe ich hier auch gemacht. Aber die zweite Masche habe ich belassen. Ja, also die zweite zusätzliche Masche auf beiden Seiten habe ich belassen. Ich hoffe, das ist verständlich, was ich hier erkläre. Und dann habe ich halt nur das Bündchen gemacht. Ja, das sind 4 Runden. Und dann abgekettet. So, und ja, genau, also so geht es hier die ganze Zeit weiter. In dem ursprünglichen Design ist vorgesehen, dass man immer so einen Abschnitt strickt mit dem Lace-Streifen in der Mitte und dann zu der nächsten Farbe wechselt. Ja, das wäre die nächste Farbe gewesen, dann wäre das die nächste Farbe und dann nochmal die nächste. Und ich habe aber einfach nur, wie gesagt, weil ich nur für mich aus meiner Sicht 3 passende Farben hatte und nicht so Mini-Stränge, also habe ich nur 3 Farben genommen und jeweils 2 Streifen quasi in einer Farbe gemacht. Und wenn man nicht ganz schlecht in Mathe ist, dann versteht man, ja, in der Anleitung waren es 5 Streifen, bei mir sind es 3 Doppelstreifen, also im Prinzip insgesamt 6 Streifen, ja. Das heißt, ich habe meinen Top länger gemacht. Er ist ja relativ kurz gedacht eigentlich. Ich finde, ich würde so einen kurzen Top nicht so oft tragen, beziehungsweise müsste ständig ein T-Shirt nur drunter tragen, ja, oder so einen Trägertop drunter tragen, der länger ist, weil ich das so gerne, also weil ich bestimmte Stellen abdecken möchte. Einfach so, weil es mir besser gefällt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann diesen Top wirklich mit so einem Sport-BH tragen oder einem dünnen Trägertop. Oder mit einem hübschen normalen BH eigentlich, weil so durchsichtig ist es gar nicht. Ist gar nicht durchsichtig eigentlich. Oder ja gut, die Lace-Stellen sind natürlich ein bisschen durchsichtiger, sieht man vielleicht hier. Ja, hier kommt, also sieht man natürlich die Finger jetzt, würde man auch den Körper sehen, aber das ist halt hell und oben auch ganz Hautfarben eigentlich teilweise, so dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn es auch nur ein ganz normaler, schöner BH ist. So, das ist ein interessantes Lace-Muster. Das habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Das ist ganz spannend zu stricken. Das geht über 5 Runden und ist auch sehr leicht zu merken, wie das geht. Ja, also ich würde dieses Design uneingeschränkt empfehlen und ich werde auf jeden Fall entweder noch mal genau das gleiche Design in anderen Farben oder in einer anderen Farbe stricken. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr schön ist. Oder ich werde ähnliche Designs von der gleichen Designerin, von derselben Designerin stricken. Und welche das sein könnten, sage ich gleich und zeige sie hier. So, genau. Und dafür habe ich
Ach ja, noch ein paar Worte zu den Garnen und zu dem Design vielleicht. Ähm, Wie ich schon gesagt habe, sind das alles handgefärbte Garne. Ich glaube, dieser Top kann mit jedem beliebigen Garn gestrickt werden, aber eignet sich quasi besonders gut, um zum Beispiel Mini-Stränge, die zueinander farblich passen, zu verstricken, ja, weil man dann wirklich schön mit Farben spielen kann. Oder halt handgefärbte Garne, wo man nur ein oder zwei oder halt drei Stränge hat, ähm, die man aufeinander abstimmen kann, ja, oder man kann das auch total wild machen, glaube ich. Das ist ein super leichtes ähm, Design, das aber wirklich auch wirkungsvoll die Garne zum Scheinen bringt, finde ich. Ja, was ich nicht unbedingt total mag, ist dieses Superwash-Gefühl. Beim Stricken merkte ich das, also hier eher weniger. Hier merkte ich das schon, oder merkt man stärker, so dieses Superwashige, wenn man es anfasst. Hier bei Leinen eigentlich weniger, das fühlt sich schon ganz anders an. Ja, das ist ein bisschen flauschiger, fühlt sich nicht ganz so superwashig an. Aber jetzt nach dem Waschen fühlen sie sich alle, ja, doch ein bisschen unterschiedlich an, aber für den Sommer ist das, glaube ich, ganz gut, weil man den Top dann schon häufiger waschen würde als ein Pullover. Und das ist ja immer ein bisschen entspannter mit Superwash-Garnen, was Waschen angeht. Genau. Dann sage ich noch ein paar Worte zu anderen Designs. Eine von euch hat mich in Kommentaren darum gebeten, vielleicht ein paar Empfehlungen für Sommerstrickprojekte zu geben, und damit gebe ich das quasi. Ich habe bei Ravelry in Favoriten ganz viele Bundles. Ja, unter anderem halt auch ein Bundle für Tops und T-Shirts, glaube ich. Ich gehe mal dahin und sage ganz genau, wie es heißt. Das hatte ich eigentlich alles vorbereitet, aber schon mehrfach umgeschaltet hier. So, ich habe also ganz viele Bundles, ja. Ich zeige das vielleicht ein bisschen so. So, das ist bei Ravelry, also ich werde das hier auch einblenden, glaube ich. Also auf jeden Fall sind das die Bundles unter meinen Favoriten. Ja, ich habe bei Ravelry halt ganz viele Favoriten, also Designs, die ich favorisiert habe und die dann in einen bestimmten Bereich bei Ravelry gewandert sind dadurch. Unter anderem habe ich zum Beispiel ein Bundle Tops and Tees, ja, also quasi T-Shirts, Oberteile mit kurzem Arm. Und ich habe aber auch für Kleider, Dresses, auch ein Bundle. Ja, die meisten Kleider sind eher aus, ja, so wolliger Wolle gestrickt, also recht warm, aber einzelne davon kann man auch aus Fingering oder aus, ja, Merino oder Gemischen mit Baumwolle oder Leinen stricken, und damit kann man sie quasi sommerlich machen. Aber ich gehe nur auf ein paar Designs und ja, aus meinem Bundle Tops and Tees ein. Genau, und zwar möchte ich als nächstes von derselben Designerin wie dieser Bracklin Crop folgendes Design stricken. Das nennt sich Love Heart Crop. Ja, das ist auch sehr schön. Das blende ich hier ein. Das hat Lace-Muster hier über die gesamte Rundpasse. Sieht nach einem recht einfachen Lace-Muster, aber mit besonderen Elementen aus. Und ich glaube, das kann man auch, oder das wird auch aus einem Fingering-Garn gestrickt und braucht auch sicherlich ähnlich viel Garn wie der Top, den ich vorhin gestrickt habe. Und man kann das auch in Streifen machen. Ja? Ich werde das entweder aus einem oder aus 3 Garnen machen, also die gesamte Rundpasse in einer Farbe, dann einen dünnen Streifen, einfach nur zum Absetzen der anderen Farbe und dann die andere Farbe, weil ich habe eigentlich das gleiche Garn oder gleich aussehendes Garn, wie dieser Top gemacht ist, aber davon habe ich nur einen Strang. Was besonders ungeschickt ist, weil ich diesen Strang vor kurzem bestellt habe, hätte ich eigentlich 2 machen können, aber gut. Dann werde ich das vielleicht hier oben so lassen und dann einen dünnen Streifen machen, einfach nur zum Absetzen, und dann halt ein anderes passendes Garn verwenden. Das ist ein gutes Projekt für den Sommer, finde ich. Dann gibt es ein ähnliches Shirt, das ist Frauch-Tee. Das wird auch aus einem Fingering-Garn gestrickt.
Auch in Streifen, auch mit Lace-Streifen, aber ein bisschen anders aussehend. Ich schau mal. Genau, ein bisschen mehr Lace. Sieht ähnlich aus wie das, was ich in dem von mir gemachten Top gemacht habe. Aber ich glaube, die Form ist ein bisschen anders. Ja, da kann man sich auch farblich sehr gut austoben, glaube ich. Und das wird aber recht schnell gehen. Dann gibt es noch einen Top von Kadri aus einem Fingering Garn. Die Anleitung gibt es dann auch in Deutsch. Die Anleitungen, die ich eben genannt habe, die gibt es alle nicht in Deutsch. Die gibt es nur in Englisch. Das ist ja auch eine schottische. Genau, die gibt es nur in Englisch, in anderen Farben gar nicht, in anderen Sprachen gar nicht. Und von Kadri gibt es Anleitungen halt oft oder meistens wahrscheinlich in Deutsch und diese auch. Und das ist das Suri-Shirt. Blende ich hier wieder ein. Auch Fingering, wird aber mit der Dreiernadel gestrickt und ist ein bisschen oversiziger. Dadurch wird es wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Ist aber auch ein, ja, ich glaube, ein bequemes, schönes Design, das man auch gut mitnehmen kann für unterwegs zum Stricken und ja, dann irgendwann im Sommer schon fertig kriegt. Was möchte ich? Ach ja, genau. Was ich noch stricken möchte, ist ein recht ja, altes Design in Anführungszeichen. Also gibt es schon länger, soweit ich weiß. Jedenfalls habe ich das schon vor ein paar Jahren bei jemandem im Podcast gesehen und wollte das auch schon stricken, aber noch nicht geschafft. Das ist der Tegna-Top. Das Tegna-T-Shirt von Caitlin Hunter. Genau, das wird auch aus dem Fingering-Garn gestrickt. Also auf dem Foto habt ihr gesehen, das hat ein Lace-Muster unten, ja, so quasi ab dem Bauch nach unten. So, und ich glaube, das wird auch von unten nach oben gestrickt, soweit ich mich erinnern kann. Ja, genau, von unten nach oben. Die anderen alle werden von oben nach unten gestrickt und bei diesem strickt man von unten nach oben. Ja, was ja manchmal ein bisschen schwieriger ist mit dem Anprobieren, weil, ja, wenn man dann quasi die Ärmel, beziehungsweise hier über dem Ärmelbereich schon ist, dann ja, muss man einiges ribbeln, um die Länge anzupassen. Aber ich finde, man kann das trotzdem recht gut bestimmen noch bis dahin. Ja, von daher wird es schon gehen. Das möchte ich mit als nächstes stricken. Cumulus Tee ist natürlich ein, ja, so ein Evergreen. Habe ich oder stricke ich ja noch zu Ende. Habe ich auf Mallorca ganz viel gestrickt und muss noch fertig machen. Das kann man, also Cumulus Tee von Petite Knit, zeige ich einfach nur ganz kurz, dass es das gibt. Und welches möchte ich denn noch extra nennen? Ja, ich möchte noch ein Design zeigen. Die anderen findet ihr dann, wie ich schon gesagt habe, bei Ravelry. Na. Und dieses finde ich so besonders irgendwie. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich es stricken möchte, aber ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, ob das mir dann zu aufwendig wird, weil ich, wie ich das ja immer wieder sage, recht häufig unterbrochen werde beim Stricken und deswegen ja, quasi darauf angewiesen bin, Designs auszusuchen, die ich ja, mir merken kann, damit ich, wenn ich unterbrochen werde, irgendwie so am Fortschritt erkennen kann, wo ich mich gerade befinde, für den Fall, dass ich dann in dem falschen Moment unterbrochen werde und mir nicht markiert habe, wo ich mich gerade befinde. Ja, und bei diesem Design, das sage ich jetzt mal, das nennt sich Tamak von Anna Malz, seht ihr jetzt hier, aus dem Pom-Pom Magazin, Ausgabe 25, also von vor 4 Jahren. Da weiß ich nicht, das sieht so aus, als wären das 2 Farben, genau, die abwechselnd verstrickt werden und dann auch noch ein bisschen quasi Mini-Lace-Muster. Ich schaue mal. Genau, das sind sogar 4 Farben. Ja, das sind sogar 4 Farben. Ja, und das ist dann, ich weiß nicht, ich muss mir das mal genau durchlesen vielleicht, aber das sieht halt interessant aus, das sieht hübsch aus. Ich glaube, das würde mir stehen, das würde zu meinem Stil passen. Mal sehen. Genau, das war quasi so ein Schnelldurchlauf durch die Sommerprojekte.
die ich spannend finde und von denen ich hoffentlich ein paar stricken werde. So langsam wird mir kalt. Als letztes möchte ich nur noch die Knöpfe zeigen, die ich für den Cardigan, für den Enkas Cardigan von meiner Tochter gekauft habe, beziehungsweise die wir zusammen gekauft haben. Es gibt in der Bielefelder Altstadt einen Nähladen, den ich gerne nennen möchte, weil ich die Atmosphäre so schön finde, weil ich da meistens meine Knöpfe kaufe. Ich habe da auch schon Leinenstoff gekauft. Was habe ich da noch? Da gibt es auch Nähkurse. Ich möchte die ganze Zeit an einem Nähkurs teilnehmen, um vielleicht meine Abneigung gegen das Nähen zu überwinden und um Leinenbettwäsche zu nähen. Das ist mein großes Handarbeitsziel, selbst Leinenbettwäsche zu nähen. Bin noch nicht dazu gekommen. Ja, jedenfalls heißt der Laden Meterweise. Meterweise Stoffe heißt die Seite, also meterweise-stoffe.de. Ich werde den Laden verlinken. Ich glaube, der Laden heißt aber einfach nur Meterweise und befindet sich in der Breite Straße 35. Ja, das ist ja als unbeauftragte und weiß ich nicht, unbezahlte Werbung zu verstehen. Ich mag den Laden sehr gerne und empfehle den auch sehr gerne. Ja, ich wurde da bisher immer sehr gut beraten, sehr gut behandelt, sehr, sehr nett behandelt und so. Und dann haben wir da jetzt letzten Samstag, glaube ich, oder letzten Freitag die Knöpfe gekauft für diesen Cardigan, ja, der immer noch ungewaschen da liegt. Ich möchte, glaube ich, zuerst doch die Knöpfe dran nähen, damit ich die ganzen Nadeln rausholen kann. Ja, also dieser Enkas Cardigan für meine Tochter, der aus Mondim gestrickt ist. Und da haben wir Knöpfe in verschiedenen Farben gekauft. Und zwar zum Beispiel so ein Knopf, der ja perfekt passt. Leider hatte sie nur einen davon. Ja, der passt farblich sehr, sehr gut. Sie hatte aber nur einen davon, hatte dafür aber viele andere Farben. Also haben wir solche Knöpfe gekauft. Das sieht so ein bisschen nach Perlmutt aus, aber ich glaube, das ist nur eine, also das sieht halt also von der Seite so aus, hinten so. Und also ich muss mal... Ist das jetzt scharf? Genau, also sieht so wie so eine Perlmutt-Schicht aus, aber ich glaube, hat mit Perlmutt nichts zu tun. Ich hätte fragen können. So. Verschiedene, ganz verschiedene Farben. Wir haben auch rosa und lila oder Lavendel, dunkles Lavendel. So. Und die werde ich dann in irgendeiner Unregelmäßigkeit, weil wir unterschiedlich viele von unterschiedlichen Farben haben, die werde ich dann hier dran nähen, hoffentlich bald, am Wochenende, jetzt am kommenden Wochenende, wo auch diese Folge hochgeladen sein sollte. Dieser Knopf ist aber sehr dünn, den muss ich austauschen. Ja, genau, so dass meine Tochter das Ding endlich tragen kann. Ja, ich möchte noch mal meine Liebe zu Mondim-Garnen bekunden. Das ist einfach nur ein so wunderschönes Garn. Ich finde diese Haptik so schön, dass ich glaube auch, ich weiß, warum ich das Garn so schön finde. So, jetzt ist der Hund wach. Ich glaube, das Garn erinnert mich an die Garne aus meiner Kindheit, an die Garne, mit denen meine Oma gestrickt hat und ich. Mit denen ich stricken gelernt habe. Ich glaube, also jedes Mal, wenn ich Mondim anfasse, habe ich so ein Gefühl, wie zu Hause zu sein. Gut, ich bin ja auch zu Hause, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Das ist so, als würde ich nach Abwesenheit nach Hause kommen. Ja, der Hund kratzt sich, also nicht wundern. Ja, und das ist Non-Superwash, portugiesische Wolle und daraus kann man wunderbar Cardigans stricken, die ich ja am liebsten stricke. Und deswegen zeige ich noch eine Kleinigkeit. Ich habe hier Garn vorbereitet, aus dem ich mir ein Cardigan bald anschlagen möchte. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, welchen. Das ist dieses Garn. Ja, da habe ich schon was getestet mit, deswegen ist das so ein bisschen gewickelt. Ich habe versucht, das mit so cremefarbenem Silk Mohair zu verstricken. Das sieht überhaupt nicht aus. Ich glaube, das verstricke ich einfach pur. Ja, und das ist die Farbe, also hier Mondim und die Farbe 208. Genau.
ja, das sind so, man sieht, das ist so senffarbige Speckles quasi und Bordeaux-Farben oder so Weinrot. Und dann der Rest ist so Creme. Aber schon sehr, sehr, sehr vermischt mit Bordeaux und Senffarben. Deswegen funktioniert das, glaube ich, mit dem cremefarbenen Silk Mohair nicht. Beziehungsweise das Garn ist so ein bisschen, also hat so Sprungkraft oder Sprung, ja. Und Silk Mohair hat ja keine Flexibilität, so dass sie halt so strukturell nicht so gut zueinander passen. Aber das ist trotzdem okay. Das sollte man aber vielleicht berücksichtigen, wenn man etwas strickt, was, wie heißt das, keine Überweite hat. Ich glaube, also dieses Positiv Ease ist, glaube ich, Überweite. Nee. Ja, auf jeden Fall, wenn man etwas Anliegendes, also wie heißt das? Also passgenau strickt oder so, keine Ahnung, wie das heißt jetzt, fällt mir nicht ein. Also etwas strickt, was halt so genau die Form des Körpers treffen soll, dann sollte man das berücksichtigen, weil das Garn sich nach dem Stricken natürlich etwas zusammenzieht. Ja, weil wir beim Stricken automatisch das Garn ausdehnen, dann zieht sich das ein bisschen zusammen. Das ist wunderbar für Socken, aber bei mir tragen sich die Socken aus Mondim nicht so lange. Bei anderen schon, also es gibt viele, die sagen Mondim-Socken wunderbar und es gibt andere wie mich, die sagen, nee, Mondim-Socken kann ich leider nicht tragen, die sind dann halt sehr, sehr, sehr schnell durch bei mir. Aber ich kann dieses Garn wunderbar für Cardigans stricken, die halt, ja, die muss man dann einfach nur so stricken, dass da ein paar Zentimeter Überweite vorhanden ist, sodass nach dem Zusammenziehen der Cardigan perfekt passt. Ja, und das habe ich ja schon gemacht. Das die Folge werde ich hier verlinken, in der ich diesen Celtic Cardigan zeige. Der ist super, der passt sehr gut, der sieht super aus, den habe ich aus Mondim gestrickt. Und daraus möchte ich halt schnellstmöglich, vielleicht heute, was anschlagen, weil ich sehen möchte, wie die Farbe wie die Farbe so spielt im Gestrick. Ja, und daraus kann man auch wunderbar etwas stricken, was ganz wenig Struktur und ganz wenig Muster hat, weil das Garn halt von sich aus Unterhaltung bietet. Ja, ach ja, genau. Ich wollte ja als letztes noch den Wolltausch quasi präsentieren. Diejenigen von euch, die an Alpaka-Garnen nicht interessiert sind, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr mich abonniert, kommentiert, auf Instagram hinzufügt, auf Ravelry hinzufügt, mich anschreibt und ja, freue mich auf das Wiedersehen. Und diejenigen, die aber eventuell an einem Wolltausch interessiert sind, bleibt ruhig dran. Ich zeige jetzt, was ich zu tauschen habe. So, ja, ich habe zwei große Pakete, sage ich mal, und ein kleines gemischtes. So, bei dem großen, also bei allen bei den meisten Alpaka-Garnen, die ich zu tauschen habe, geht es um dieses Garn von Hobby Alpaca Silk. Das sind 70% Alpaka, 30% Mulberry Silk. Ja, so in dieser Farbe. Das ist die Farbe Nummer 5. Ja, aber wie ihr seht, das ist so ein sehr natürlich aussehendes Grau. Oder Anthrazit? Nee, Grau ist das. Genau, so silbergrau. Ja, das glänzt auch so, weil halt 30% Seide. Das ist recht weich und glatt und schwer, also so drapey. Nicht kratzig, aber wie gesagt, Alpaka, irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas ist da, was ich nicht so gerne mag. So, und ich dachte, also damals war meine Idee, dass ich daraus eine Tunika stricke. Entweder einfach nur aus, ach ja, genau, ich habe gar nicht gesagt, das sind 166 Meter auf 50 Gramm, also Fingering-Stärke. Und ich wollte halt entweder einfädig oder zweifädig oder mit diesem Seta Suri von Lana Grossa zusammen wollte ich eine Tunika stricken. Ja, und ja, beides ist halt Alpaka.
funktioniert für mich nicht. Und davon, also von diesen grauen Knäueln, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, ja, also 5 Alpaka Silk von Hobby und 4 von Cetasuri von Lana Grossa. Also das Paket sieht so aus. Und ich würde dann das alles, also das ist ein bisschen flach gedrückt, unverwendet, weil das vakuumiert in meinem Wollschrank lag. Ja, also gut aufbewahrt wurde, seit 2 Jahren vielleicht. Und das würde ich gerne quasi als Paket tauschen. Zur Not könnte ich vielleicht Cetasuri von Alpaka trennen und als 2 Pakete, also als Cetasuri an jemanden tauschen und Alpaka Silk von Hobby an jemand anderen. Ja, das wäre auch möglich. Aber ansonsten würde ich das gern nicht einzeln, sondern halt entweder in 2 oder in einem Paket komplett mit jemandem tauschen. Das ist das eine. Dann habe ich von Alpaka Silk noch mehr. Also hier noch ein Paket gemischt. Ja, nicht sehr gemischt. Das sind 3 Farben. Und zwar einmal, auch völlig unverwendet, gut aufbewahrt. Einmal, gut, das sieht man so ist die Farbe. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich mag sie nach wie vor. Eben beim Rausholen aus dem Schrank dachte ich auch, vielleicht behalte ich es, aber ich werde es nicht verstricken wegen Alpaka. Also genau die gleiche Zusammensetzung. 70% Alpaka, 30% Seide. Die gleiche Länge natürlich, die Farbe ist Nummer 28, falls ihr woanders noch gucken wollt. So, und davon habe ich 4. Und dann die zweite Farbe ist diese hier. Das ist so ein Beige, Farbe Nummer 3. Ja. Davon habe ich 2. Und dann habe ich noch 2 von dieser Farbe. Das ist so ein Zwischending eigentlich. Ja, also das war, ja, nicht ganz. Das ist so ein etwas anderes Braun als das hier. Ja, aber trotzdem war das als eigentlich gedacht, in einem Strickstück verstrickt zu werden. Also das war dafür gedacht, in einem Strickstück. Nochmal. Das war dafür gedacht, in einem Strickstück verstrickt zu werden. Meine Güte. Ja. Und ich habe, wie gesagt, davon 4 Stück, davon 2 und davon auch 2. Das würde ich auch gerne als Paket tauschen. So, ich zeige das mal gleich auch nochmal vollständig. Ich bewahre das natürlich weiterhin gut auf. Ja, das wäre das Paket. Insgesamt wären das 1, 2, 3, nee, 2, 2, 4, also 8 Knäuel. So, das wäre das zweite Paket. Und das dritte Paket ist eine andere Wolle, aber auch Alpaka. Und zwar ist das Ferna-Wolle. Also das 100% Alpaka, 50 Gramm gleich 50 Gramm gleich 65 Meter, Farbe A02. Ja, das ist also so ein ganz, ganz, ganz helles Grau, würde ich sagen. So, das sieht man, glaube ich, so ganz gut, wenn man mich nicht sieht. Genau. Lauflänge habe ich noch nicht gesagt. Doch, habe ich. Genau, und davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Also das müsste auch für einen guten Pullover reichen. 10 Stück, unverwendet, nicht mal Maschenprobe gemacht. Ja, also ist ein bisschen zusammengedrückt natürlich, aber ist gut aufbewahrt gewesen in einem vakuumierten Zustand. So, genau, das würde ich gerne als Ganzes tauschen. Und ja, wenn ihr Interesse habt an dieser Wolle, schreibt mich bitte entweder über Instagram oder über die E-Mail-Adresse, die auch auf YouTube angegeben ist. Das ist ilona@nafamante.de. Schreibt mich an, welches Paket oder welche Wolle ihr haben wollen würdet und was ihr als Tauschgegenstand anbieten würdet.
Ja, ich werde jetzt keine Preise berechnen dafür oder sowas. Ich habe so eine leichte Vorstellung, was es mir wert ist oder was es mir wert war quasi. Das sind alles keine teuren, also keine mega teuren Garne gewesen oder auch keine teuren Garne gewesen. Das sind ja so Massengarne, kommerzielle Garne, keine Handfärbe, keine Handfärberinnen involviert in dieser Sache. Ja, bietet mir einfach etwas, nicht etwas, sondern im Gegenzug würde ich gerne etwas, also Schafswolle bekommen oder etwas mit Seide oder Mohair-Seide, also Seidenmohair. In einem entsprechenden Gegenwert. Ja, also das heißt, ich würde jetzt nicht erwarten, dass für die Hobbywolle, für 8 Knäuel Hobbywolle, dass ich da 8 Stränge Silk Mohair bekäme. Nein, das erwarte ich überhaupt nicht. Und ich stelle das euch komplett frei, ja, zu entscheiden, wie viel ihr mir dafür anbieten wollen würdet. Ja, genau. Also einfach nur, ich wünsche mir Silk Mohair, Non-Superwash Schafswolle oder Seiden-Wollgemisch, am besten Non-Superwash oder Superwash handgefärbt. Ja, also 1, 2 Stränge pro Tüte vielleicht wäre auch toll. Ja, vielleicht sind Handfärberinnen unter euch. Das würde mich total freuen, wenn sich vielleicht Handfärberinnen bei mir melden würden und vielleicht tauschen wollen würdet. 1, 2 Stränge wäre ganz, ganz, ganz toll. Ja, dann würde ich natürlich auch hier im Rahmen des Podcasts zeigen, was ich bekommen habe. Und das kann euch ja auch vielleicht für euch interessant sein, wenn das passiert. Da würde ich mich total freuen. Bitte keine Sockenwolle anbieten. Ich stricke ja nicht so gerne Socken und ich habe auch sehr, sehr, sehr viel Sockenwolle. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt auch für Tops verstricken, weil ich einfach so viele Socken gar nicht stricken kann. Ja, also bitte keine Sockenwolle. Aber wenn handgefärbt und Superwash, dann ist das okay. Ich würde mich sehr freuen über handgefärbte Wolle. Ich hoffe, dass ihr dieses Angebot interessant findet und euch dazu äußert. Ihr könnt das auch in Kommentaren irgendwie diskutieren oder irgendwas dazu schreiben. Ja, ich glaube, ich sollte einfach aufhören, weil ich spreche schon seit 1,5 Stunden. Ich hoffe, ich kriege das herunter editiert, beziehungsweise ich glaube, ich teile die Folge einfach in 2 Folgen auf und lade wieder 2 Teile hoch. Das wird, glaube ich, am einfachsten sein, bevor ich mich da abquelle. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Abos, ich freue mich auf alles von eurer Seite, was kommt, auf den Austausch, den wir haben. Der gibt mir richtig, richtig, richtig viel. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten von mir und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.